So, hallo, ich bin am Stauwehr Eckersmühle am Rhein-Main-Donau-Kanal. Das ist da am Rotsee dran. Und es gibt wieder eine kleine Wintertour. Aber noch ohne Schnee, aber schon bei etwas tieferen Temperaturen. Ja. Und unterwegs bin ich wieder mit dem Jürgen, der mich aus meinen 2-wöchigen Winterschlaf gerissen hat. So, jetzt sind wir gleich alle bald drin im Wasser. Der Sonnenuntergang ist heute 16:20 Uhr. Bis dahin sollen wir wieder zurück sein. Sieht so aus, jetzt haben wir da was zu erforschen. Oder ist gleich hinter bei der Brücke wieder Schluss. Schauen wir mal. So, wir haben Glück. Zumindest bei der Brücke ist nicht Schluss, aber die nächste schaut arg dunkel aus. Aber gucken wir mal. Schade, der Plan hat nicht geklappt, in den Brombachsee das Altwasser zu fahren, was davor ist. Ja, hier rauscht ganz schön. Da wird scheinbar gerade aus dem Brombachsee Wasser abgelassen. Da wird der Main mit Donauwasser versorgt. Hier hast du eine gefasste Quelle, aber habe keine Ahnung, wie die heißt. Rotzeit-Erinnerungsquelle, genau, das ist die. Wie heißt die? Rotzeit-Erinnerungsquelle. Eine Rotzeit-Erinnerungsquelle. Das heißt nur die Frage, wer ist Rotzeit? Haben? Nein. Nicht, oder? Ah, schade, schade, schade. Das geht nicht. Da ist aber Hochwasser hin. Ah, nee, geht auch nicht. Das war so eine der Hoffnungen, wo man einen Kanal gebaut hat, dass er Industrie ansiedelt. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ewig lange gerade Strecke und keine Schleuse zu sehen. So, sieht aus, jetzt haben wir jetzt eine Brücke über eine Straße. Das sieht fast so aus. Wenn wir mal auf die Karte gucken. So, tatsächlich. Wir haben diese eine Straßenbrücke. Und hier hat doch gleich neben dem Kanal eine Ausgleichsfläche. Da haben wir ein Biotop errichtet. Aber ich habe was Schönes gesehen. Wenn man jetzt ganz nah zoomt, die nächste Schleuse ist nicht mehr weit. Genau, eindeutig. Das ist die Schleuse. Ach, liebe Radfahrer, auf dieser Brücke dürft ihr nicht fahren. Ihr müsst absteigen und die 20 Meter schieben. Das geht gar nicht, dass ihr hier Fahrrad fahrt.
So, Brückenbesichtigung beendet und weiter geht's. So, jetzt sind wir um die Ecke rum und jetzt sehen wir die Schleuse in der ganzen Pracht. So, unser Landesteg voraus. Und eigentlich immer schön, es hat eigentlich überall Wegen, wenn man einen brauchen sollte. Da wird wieder der Mai mit Donauwasser gefüttert und ich habe in der Ferne gerade was gesehen. Das ist ja unglaublich. Ein total verrückter. Da paddelt einer. Ach nee. Ja. Das ist ein Zweier. Sportruderer. Schöne Brotzeitplätze hätte es ja hier auf beiden Seiten des Kanals, aber zum Hinsetzen ist es einfach zu feucht. Ich hatte einen Trockenanzug, keinen Bock drauf. So, jetzt sind wir gerade zurück. Unsere Besichtigung. Und das zweite Schiff des Tages. Also für mein Donaukanal-Verhältnisse ist das viel. Das ist ein Schiff oben in der Schleuse und jetzt heißt es warten, dass dieser stählerne Gigant sich öffnet. Es beginnt sich was zu rühren. Ein mysteriöser Strudel aus dem Nichts. Der breitet sich auch immer weiter aus. Ja. Da ist mit dem Kajak reinfahren, du. Das wäre interessant. Ja, hat ganz schön Power. So. Jetzt ist es soweit. Das große Tor geht auf. Und wir wissen, da ist ein großes Boot drin. Auf dem Main war es mal so. Da haben sie auf ein großes Boot gewartet. Und was kam raus? Ein kleines rotes Kajak. Ja, das ist nur gar kein Ende. So. Gleich werden wir das Schiff sehen. Oh, die Leinen sind gelöst. Zumindest die vordere. Jetzt kann es losgehen.
Alles war noch einen großen Augenblick, dass der Diesel anspringt und das Boot auf Schleuse fährt. Also dies dauert natürlich jetzt länger als warten. Die Minuten ticken runter. Die Speicherkarte glüht. Mein Handgelenk beginnt ein wenig zu schmerzen. Oh, es bewegt sich, es bewegt sich. Es kommt raus. Jetzt habe ich die Zeit gut überbrückt. Ja, und hier fährt die Stadt Nürnberg. Okay, das war's. So, hier muss man ganz gezielt einsteigen, das Wasser kommt und geht und kommt in ganz schnellen Abständen. So, jetzt sind wir auf dem Rückweg. So im Winterhalbjahr, da schafft man einfach keine 2 Schleusen. Da wird es zu früh dunkel. Und Schifffahrtsverkehr und Dunkelheit ist keine gute Idee. So, hier ist die einzige Stelle mit Schilf im Kanal, in diesem Abschnitt. So, also 3 Schiffe. Ich glaube, der Rekord war bei 4 Schiffen. Vielleicht können wir ihn diesmal sogar einstellen. Auf der kurzen Strecke. Das wär's. Jetzt sind wir wieder zurück bei der Brücke, wo unten dran eine Straße ist. Ich muss korrigieren, auf dieser Seite hat es öfter so Schilffelder. Die gab es auf der anderen Seite nicht. So. Dann Rückweg schon eigentlich immer wieder überraschend, dann wie weit man gepaddelt ist. Das nimmt auf einmal kein Ende. So, jetzt sind wir wieder zurück bei der Firma mit dem großen gelben Kran. Ups, mir geht der Schwung aus. Kann gut sein, dass das das Museum ist. Das Eisenhammer Museum. Das hat es hier irgendwo.
der rechten Seite. Das könnte es sein. Ja, jetzt sind wir kurz vor der Schleuse. Und da haben wir auch die Gedächtnisquelle, von wem auch immer. Genau. Jetzt ist psychologisch. Die hat auf grün geschaltet. Das heißt, wenn von hinten bedroht von einem Schiff, was da hoch will. Jetzt wird es gefährlich. Knapp vom Ziel. Dreh dich mal um. Okay. Gänsesäger, Männchen und Weibchen. Dieser, ja, auch nochmal Gänsesäger. Jetzt haben sie alle drauf. So, da kommt das 4. Frachtschiff. Heute richtig was los. Das ist echt kaum zu glauben. Der Schleusen wird heute Abend fix und fertig sein. Ja, ganz schön Dampf drauf. So, jetzt sind wir wieder am Start und Ziel. Und jetzt am Schluss fängt ein bisschen an zu schneien. Sozusagen wirkliche Punktlandung gemacht, bevor es ungemütlich wird. Okay, war eine schöne Tour, aber was mich wirklich ärgert, immer wieder als Biberspuren gehabt, aber nein, die Biberburg habe ich nicht gefunden. Das ist schon peinlich. Aber nichts gesehen.